Hallo und herzlich willkommen bei Jans Tourenbuch. Nach langer Zeit bin ich wieder mal im Elbsandsteingebirge unterwegs. Ich habe mein Lager sozusagen für dieses Wochenende in Schönau aufgeschlagen mit oder in Sichtweite vom Zirkelstein. Die erste Tour führt mich zunächst auf die Kaiserkrone, die ich ja im letzten Sommer, als ich hier unterwegs gewesen bin, ausgelassen habe. Und von da aus geht es runter Richtung Bahnhof Schönau. Und dort geht es dann richtig los sozusagen. Und zwar möchte ich die erste Etappe vom Forststeig laufen, also von Schönau unten vom Bahnhof aus bis zum ersten Biwak am Fuß vom großen Schornstein. Die Strecke möchte ich mir mal anschauen, sozusagen zum Appetit holen, wenn ich mich selber dann irgendwann in der Lage fühle, so eine Tour zu laufen und natürlich, wenn das von den Grenzschließungen her dann auch wieder möglich ist, den tschechischen Teil mitzulaufen, möchte ich das dann irgendwann mit in Angriff nehmen. Ja, und zurück dann geht es etwas anders, hier zurück nach Schönau, aber das wird man dann unterwegs sehen. Wie immer viel Spaß und los geht's. Vom Parkplatz in Schönau sind es nur wenige 100 Meter bis zu meinem ersten Ziel, der Kaiserkrone. Der Aufstieg zu den verschiedenen Aussichtspunkten ist nicht sonderlich lang. Ein kräftiger kalter Wind machte den Aufenthalt etwas unangenehm. Von hier oben hat man einen wunderbaren Blick auf die Gipfel südlich der Elbe und natürlich auch auf die Schrammsteine. Mit dem großen Schornstein kann ich hinüber zu einem weiteren Tagesziel sehen. Im Tschechischen sieht man die Silhouette des Rosenbergs. Beim Abstieg genehmige ich mir noch einen kleinen Blick in die Schutzhütte.
am Fuß des Gipfels. Das frische Grün des Ferns oder die Blüten des Hasenglöckchens sind angenehme Farbtupfer vor den Brauen des gefallenen Laubes. Auch der große Winterberg ist mit dem frischen Grün der Buchen überzogen. Auch die Rapsfelder stehen in voller Blüte und bilden so einen wunderbaren Kontrast zum Grau des Himmels an diesem Tag. Am Beginn des Forststeigs findet man diese Informationstafel, die man auch des Öfteren entlang des Weges finden kann. In Vorbereitung auf die Tour habe ich auf der offiziellen Webseite des Forststeigs gesehen, dass man das andere Ende in Bad Schandau ab diesen Jahres etwas verändert hat. Und zwar geht der Weg da nicht mehr direkt vom Kleinhennersdorfer hinunter nach Bad Schandau, sondern über Gorisch und einen sogenannten Steinbrecherweg entlang des Hanges oberhalb vom Bahnhof Bad Schandau, so ähnlich wie ich ihn auch in meiner Tour über 3 Berge gegangen bin. Ein kleines Stück verfolgt der Pfad den Lauf des Schiebemühlenbachs. An nicht so gut erkennbaren Abzweigungen des Forststeigs hat man solche grünen Pfosten mit der gelben Markierung aufgestellt. Diese erleichtern das Verfolgen des Pfades doch erheblich. Dieses schöne, ruhige Plätzchen nutze ich für eine erste Rast.
Der Grundweg folgt hier nun dem Grenzverlauf. Außer dem Rauschen des Windes und dem Gesang der Vögel ist hier nichts zu hören. Dank des Forststeigs komme ich nun in den Genuss, eine weitere Variante des Aufstiegs auf den großen Schornstein ausprobieren zu können. In der Ferne ist der Ausgangspunkt der Tour mit dem Zirkelstein und der Kaiserkrone zu sehen, im Hintergrund der große Winterberg. Der Schneeberg ist ein weiterer markanter Punkt entlang des Forststeigs.
war also jetzt der erste Abschnitt vom Forststeig. Doch eine recht interessante Streckenführung. Macht schon Spaß. Für mich sozusagen einen kleinen Appetit haben. Mal sehen, wenn ich dazu komme, den mal anzugehen. Ja, so jetzt der erste offizielle Biwakplatz. Und für mich geht es jetzt zurück Richtung Schönau. Das wird zwar mal still. An der Stelle dieses Gedenksteins wurde der Sohn des Försters Grösel von einem Wilddieb erschossen. Das war jetzt nicht ganz so einfach, den Weg neben dem Mühlgrundbach zu finden. Eigentlich sollte der gleich hinter den Hanswiesen irgendwie abgehen, aber dort war eigentlich nichts zu erkennen. Und es waren da irgendwelche Rückfahrzeuge unterwegs gewesen, das sah ein bisschen wild aus, da habe ich das wirklich nicht ganz voll genommen. Na, jedenfalls bin ich jetzt so den Hang hier runter. Ich bin froh, den jetzt gefunden zu haben. Alternative wäre gewesen, direkt den geraden Weg nach Schönau runter. Aber der ist halt relativ langweilig, sag ich jetzt mal. Breiter Weg, immer geradeaus. Den wollte ich halt heute nie immer gehen. Ich hoffe, der kleine Extraweg lohnt sich hier durch das kleine Tal. Geht's weiter. Auf dem Rest des Weges habe ich nun nicht mehr so viel gefilmt, sodass das Ende jetzt etwas abrupt ausfällt. Ja, der Anfang der Tour ist so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Sehr schöne, in dem Fall recht einsame Wege. Viel auf und ab. Das war schon schön. Das Ende, dieser kleine Extraweg hat nicht so sehr viel gebracht, dass ich das jetzt empfehlen würde, aber als Variante zu dem relativ langweiligen direkten Weg hier runter kann man es machen. Ja, und in der nächsten Folge möchte ich mich dann dem Caspar-David-Friedrich-Weg widmen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Tschüss, bis zum nächsten Mal.